Herzlich willkommen, mein Name ist Christian Moser. Was ich euch heute zeige, ist faszinierend und schockierend zugleich. Denn ich werde mit diesen 4 Akkorden D-Dur, A-Dur, B-Moll, G-Dur 20 Hits am Stück spielen, die ihr alle kennt. Und ihr werdet bestimmt einen Schreck kriegen, dass es immer die gleiche Akkordfolge ist. Bleibt dran. I can't live. Pictures of me hung upon your wall for the world to see. And he said, oh, you know, from a land down under, oh yeah, yeah. Remember, and she will be loved, and she will be loved. Und wie viele hast du davon erkannt? Klingt alles vertraut, oder? Und das war erst der Anfang. Wir machen direkt weiter. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me close until our eyes meet. You won't ever be alone. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Langsam fragt man sich, haben die alle voneinander abgeschrieben? Aber keine Sorge, es wird noch besser. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. My life is brilliant, my love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled. Sometimes I feel like I don't have a partner. When you look into my eyes, it's where my demons hide. It's where my Wir wechseln kurz die Tonart mit dem Capo, aber es sind immer noch die gleichen Akkorde. color red. Oh, when I color red. Oh, when I color red. You cast a spell, so break it. Okay, jetzt wird's schon langsam fast verrückt, oder? Immer die gleichen 4 Akkorde, jedes Mal ein neuer Hit. 5 habe ich noch und ich wette mit euch, die kennt ihr auch. Let the sun go down on me. Take on me. Take on me. Can you feel the love tonight? Take me home to the place I belong. West Virginia. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure. Wie geht das? Wie kann das sein? Wieso passen die Akkorde auf alle Hits? Warum hört man das nicht? Der Grund ist der, dass die 4 Akkorde die komplette Tonleiter beinhalten. In diesem Fall die D-Dur-Tonleiter. Das bedeutet, ihr habt eine enorme Menge an Möglichkeiten, eine Melodie zu bilden. Ich werde euch das mal ganz einfach hier erklären. Dazu brauchen wir erstmal die D-Dur-Tonleiter. Die blende ich euch mal hier ein. Mit dieser Tonleiter könnt ihr 7 Akkorde bilden. 7 Töne, 7 Akkorde. Mal ganz einfach erklärt bedeutet das, ihr schichtet, um einen Akkord zu bilden, Terzen übereinander. 1, 3, 5, also für das D zum Beispiel D, Fis und A, Grundton, Terz, Quinte. Die schichtet ihr übereinander und ihr erhaltet einen D-Dur-Akkord. Das könnt ihr mit jedem Ton machen. Daraus bildet ihr also 7 Akkorde bei 7 Tönen. Der vorletzte Ton bzw. Akkord Cis-Moll B5 ist ein halb verminderter Akkord. Der wird im Pop- und Rock-Bereich so gut wie gar nicht verwendet. Bleiben also nur noch 6 Möglichkeiten, Akkorde zu bilden.
Und daran seht ihr schon, dass die Möglichkeiten der Akkordverknüpfung gar nicht so immens sind. Ich erkläre euch das jetzt mal hier anhand der D-Dur-Tonleiter. Die blende ich mal ein und gehe jetzt mal aufs Vollbild, damit ich das besser darstellen kann. Wir fangen also mal mit dem ersten Akkord an. Da habt ihr den Ton D, Fis und A. Und das streichen wir unten in der Tonleiter weg. D, Fis und A. Der nächste Akkord hat A, Cis und E. Dann nehmen wir unten das Cis und das E weg. Beim B-Moll-Akkord nehmen wir das B unten aus der Tonleiter weg. Und der G-Dur-Akkord gibt uns noch das G. Und jetzt seht ihr, dass wir im Prinzip alle Töne der kompletten Tonleiter in unserer Akkordfolge haben. Das erklärt, warum es so viele Möglichkeiten gibt, eine Gesangsline zu bilden. Denn in der Akkordfolge stecken alle Töne der Tonleiter, was wiederum im Umkehrschluss bedeutet, dass ihr alle Töne verwenden könnt, um eine Gesangslinie zu bilden. Wenn ihr jetzt noch den Faktor Rhythmik dazu nehmt, wie viele Möglichkeiten es also gibt, eure Gesangsmelodie rhythmisch zu setzen, plus die Möglichkeit, wie viele Töne der Tonleiter könnt ihr verwenden, dann versteht ihr, warum es endlos viele Möglichkeiten gibt und warum so viele Hits daraus entstanden sind. Wenn es um Akkordverbindungen geht, zeige ich meinen Schülern ganz häufig das wunderbare Video Four Chord Song von der Comedy-Rockband Axis of Awesome, eine australische Comedy-Rockband, die wurden damit sehr erfolgreich. Die gehen da durch 70, 80 Songs, also unfassbar lustig auch das Ganze. Das hat mich inspiriert für dieses Video, das Ganze mal auf der Gitarre zu versuchen mit ein paar neuen Songs und euch das Konzept dahinter mal vorzustellen. Vielleicht habt ihr euch auch schon mal gefragt, warum Menschen, die lange ernsthaft Musik machen, häufig beim Jazz landen oder bei anderen progressiven Musikrichtungen, die sehr komplex sind, die ein Normalmusikhörer sich meistens gar nicht anhören kann. Grund ist natürlich der, dass, und das habt ihr gut erkannt am Four-Chord-Song, dass sich Harmonien ständig wiederholen bei Songs und irgendwann, wenn man 30 Jahre lang Musik macht, braucht man neue Impulse. Dann möchte man nicht immer wieder den Four-Chord-Song spielen. Das langweilt einen dann irgendwann. Das Ohr möchte neue Impulse haben, möchte neue Reize haben. Bedeutet also, dass man sich in jazzige Gefilde gibt, wo alles nicht auf der Diatonik aufgebaut ist, also sprich, wo nicht nur Akkorde stattfinden, die aus der Tonleiter gebaut sind. Da geht es aus der Tonleiter raus, da gibt es viele chromatische Verbindungen. Das gibt dem Ohr neue Impulse, neue Reize und dann macht das Ganze auch wieder Spaß. Das ist häufig der Grund, weshalb wir Musiker nach einigen Jahren so ein bisschen abdriften. Okay, das war mein kleiner Workshop über den Four-Chord-Song. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt gerne zugeschaut. Wenn das so ist, gebt mir gerne ein Like, haut auf die Glocke, abonniert den Kanal, würde mich total freuen, wenn der Kanal weiter vorankommt. Und ich sage, haut rein, spielt den Four-Chord-Song, versucht ein paar neue zu entdecken, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr weitere Songs kennt mit den 4 Akkorden, würde mich total freuen und interessieren. Dann mache ich mich an den nächsten Workshop. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Üben. Bis dann, ciao.